Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute Big Content Sunday. Und heute wirklich mit einem Banger, also eigentlich ist es immer ein Banger, sobald es über eine Stunde geht, finde ich. Nämlich heute sind wir bei der Hardstyle Top 25 Dedicated 20 Jahre auf Q-Dance. Bin ich sehr gespannt, was da für geile Tracks kommen. Da schon mal im Voraus wieder vielen Dank für den Vorschlag. Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, ne, irgendwie sowas Ähnliches zu suchen, aber dass das sogar noch von Q-Dance kommt, geil. Heißt, wir werden uns jetzt hier schön eine Stunde lang, natürlich mit meiner Reaction da drauf, wahrscheinlich fast 2 Stunden lang, die geilsten Hardstyle-Songs reinziehen. Bin sehr gespannt darauf, wie das aufgebaut ist und. Ja. Ich hoffe, ihr habt euer Trinken, Essen, whatsoever, weil das wird jetzt eine lange Fahrt. Und ich habe immer mega Bock drauf. Ding, wir gehen rein, dreh auf das Ding, let's go. Ladies and gentlemen, Das sieht schon crazy aus. in the last Yo. Okay. Okay. 2 decades, thousands of tracks reached audiences all over the world. Ihr wollt mir jetzt aber nicht erzählen, dass wir die ganze Zeit so eine Bühne haben. Ich dachte, Real Talk, dass es wirklich so aufgesplittet ist. Wisst ihr, ne? Dass du halt so wie bei. Gibt's das überhaupt noch? Also MTV gibt's glaube ich sogar noch und Viva gibt's glaube ich auch noch. Ne, aber so wie es damals halt war mit der Musik. Zack, du hast eine Top 10 oder eine Top 25 gehabt und dann gab's die einzelnen Tracks mit Videos oder irgendwelchen Zusammenschnitten. Das wäre, dachte ich, dass es so ist. Aber das kann ich mir auch geil vorstellen. Ja, das ist eine crazy Bühne. Oder Location. With each play, bringing us back to moments in time, triggering emotions of love, joy, and victory. These are the tracks that we hold close to our hearts and will never die out. Boah, ich bin so gespannt, ey. Ich bin so gespannt. Nach so einem Intro? Jetzt bin ich sehr gespannt. We will present you the complete and only countdown, selected by you. From number 25 Geil. to number Geil. Das ist schon wieder ein Riesenpluspunkt für mich. Dass die Hörer entscheiden durften. Natürlich ist das dann auch wieder so, die Top 25 ist es nicht. Eigentlich wäre das so und dies und das. Jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben und so. Aber ich finde, wenn du so eine Abstimmung machst, ist es um Weiten geiler und auch irgendwie realer. Ja, realer, als wenn du da irgendwie so ein Komitee sitzen hast und die das irgendwie nach Playzahlen und machen. Was natürlich wahrscheinlich irgendwo das Ähnliche bei rauskommen würde. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Wir sind doch die Hörer. Wir sollten doch wissen, was uns am meisten gefällt. one. So, Number 25. Is the Hardstyle Top 25. Let's go! Here we go. Number 25. Das ist aber geil aufgezogen, ey. You should have acted. They are already. Boah, geil, das wird sogar angezeigt. Besser ist es. Bin ganz ehrlich, ich habe hier nebenbei, ich habe extra unten in die
unten schon in die Beschreibung reingeguckt, geguckt, ob da eine Auflistung ist, rauskopiert, ohne viel anzugucken. Also natürlich 25. wusste ich, dass Hedy ist, ne, weil musste er runterscrollen. Hab mir da extra eine Textdatei gemacht, hab mir das rechts aufgemacht, dass ich, wenn die Songs nicht angezeigt werden, weiß, welche Songs kommen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Geil. The Elder Scrolls. Aber das 25, das ist... Okay. Until the time after Oblivion Krass. opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. Geil. But there is one they fear. He is Headhunter. Oh, wie cool. Oh, aber was da auch geredet wird, so geil, ne? Dragonborn. Wow. Boah, geile Übergänge. Leck mich alle Fritten, ey. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie geil ich das eigentlich finde? Dass sie da wirklich ein ganzes Event für machen, dass du da eine Stunde mit einer ganzen Crowd stehst und alle jetzt diese krasse Emotion gleich fühlen werden mit diesen ganzen krassen Songs. Also ich sag ganz ehrlich, ich werde hier auf jeden Fall heulen. 100%, da werden mir so Tränen kullern bei vielen Dingern. Number 24. Geht aber schnell. Hi again. Here is the heartbeat department. This time Das war verrückt. we would like to Das introduce war you verrückt, a ey. brand expansion for your heart style machine. Do you need a dirty female voice? Do you need a robot sound like? Do you need something hypnotizing? Crazy, wie die Bühne aussieht, ey. The only limit is your own imagination. Boah. Ja, aber was kommen da für... Bitte, was kommen denn da für Songs? Alleine, ich finde das sowieso schon, ne? Du fängst das an zu gucken und denkst dir direkt so, okay. Als Neueinsteiger, du zeigst das jemandem, der so in Hardstyle so reingucken will und so. Der guckt sich das an, die ersten 5 Minuten, der sagt sich, okay, Headhunter ist der größte aller Hardstyler gefühlt da. Weil der schon direkt am Anfang zweimal ist. Die Legende, geil. Wir schießen jetzt schon Konfetti. Konfetti? Was war denn jetzt los? Einen kleinen Schlaganfall gehabt. Okay. Number 23. Das geht aber echt gut schnell, ne? Dafür, dass es eine Stunde geht, finde ich, das geht verdammt schnell. Aber auch cool. Da sind auch viele Songs, die ich, glaube ich,
die ich, glaube ich, wirklich also nicht drauf reacted habe, aber auch, glaube ich, so noch nicht gehört habe. Ich bin gespannt, ey. Crazy. Boah. Ey, das ist, also ich bin fasziniert von was du hier siehst, ne? Das ist Wahnsinn. Boah. Aber ich finde, du merkst halt, ne, 20 Jahre, du merkst halt wirklich, wie hart es sich verändert hat, ne? Wenn ich jetzt daran denke, was ich für Reactions in den letzten Wochen gemacht habe, wie sich der Sound geändert hat. Wahnsinn. Number 22. Hammer. Oh, wie cool. Ich meine, klar, ne, das Video ist sehr gut editiert. Also Real Talk ist sehr gut editiert, ne? Aber wie cool das auch da sein muss, das ist ja riesig da. Aber ich finde, du merkst so am Anfang, okay, aber da bin ich auch, also ich finde generell, ich bin gespannt drauf, wird wahrscheinlich sehr oft droppen heute von mir, das kann ich schon mal sagen. Aber was man jetzt schon merkt, ist so das sind alles Songs, die so richtig, die so eine geile Melodie, die so ein bisschen mehr melodisch sind. Klar haben die geile, ne, diesen geilen Hardstyle-Kicks und Bässe, aber es ist trotzdem alles so richtig krass melodisch, dass die Leute das wahrscheinlich ein bisschen mehr fühlen, im Gegensatz, ne, zu den krassen Kicks heutzutage, aber halt auch geil mitsingen können und mitklatschen können. Boah, krank. Crazy.
Bro, bleib ruhig, du kannst doch jetzt noch nicht fasziniert sein und nicht umkippen. Wir sind gerade bei 22. Das ist jetzt so geil, ey. Number 21. Bro, es ist verrückt. Also, Junge, die Lichtershow dazu ist ja, Junge, also bitte. Oh, sogar mit Act. Crazy Kleid? Da muss ich halt ehrlich sagen, da merkt man halt, ich bin ein Mann, ne? Und dann ist ein komisches Kleid. Komische Farbkombi irgendwie, oder? Na gut. Aber finde ich cool. Ne? Dass du nicht die ganze Zeit nur auf so eine leere Dingens guckst, sondern ab und zu vielleicht so ein paar Ex kommen. Geil. Das ist so verrückt, ey. A building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. On its own, a symbol is meaningless. But with enough people, blowing up a building can change the world. We are with many people, and music is our weapon. Wow. Was für eine Ansprache. Geil. Oh, geil. Oh, wie soll ich denn hier eine Stunde aushalten? Also, die faszinieren mich immer mehr mit diesem ganzen Shit, was wir hier sehen, ne? Das ist immer krasser gefühlt. Weil ich weiß nicht warum, aber ich bin so angefixt von diesen komischen, von dieser Bühne mit diesem komischen Kreis da. Und dann kommen die ganzen Lichter dazu. Das ist verrückt. Und dann noch so geile Tracks. Oh. Number 20. Und jedes Mal was anderes gefühlt, ne? Wow. Kleine epileptischen für zwischendurch. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Alles klar. Climax. The prophecy. Climax. Junge, ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass der Bass so ballert da, ne?
das sieht echt cool aus, wenn es dunkel ist, ey. Hilfe. Gehen schon wieder? War aber eine schnelle Nummer, ne? Also hat sich ja gar nicht gelohnt, die Dinge anzumachen, gefühlt. Number 19. Boah. Ich finde das so krass, ne? Als wenn Wild Styles wusste, das ist ein Timeless-Song. Das ist. Alleine wie er anfängt, finde ich so, hast du direkt dieses Timeless-Feeling. Wow. Oh, ich liebe diesen Zusammenschnitt, ehrlich. Wow. Can we do this? Laber nicht. Nothing less. Nothing more. The hardest styles in dance music. Wäre auch komisch, wenn der Mann nicht da wäre. Is what we do it for. Wow, was ein Song, ey. Boah, wenn ich das gerade wieder sehe, ne? Diese Steinchen und so. Bin ich ganz ehrlich, falls das überhaupt hier Frauen sehen sollten, ne? Das ist nochmal eine andere Sache. Aber bitte hört niemals auf damit. Wenn ihr auf dem Festival seid, euch diese Steinchen ranzumachen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das mega geil. So, du hast bei den Männern hast du dieses Verrückte, natürlich, ne, die Tiere sind, gehen der Oberkörper frei rum, ne? Ihr habt euch gestellt, ihr zieht's durch. Natürlich sollt ihr es auch zeigen. Oder diese verrückten, geilen, crazy Sachen. Und bei den Frauen ist es immer dieses wunderschöne, was sie mit ihrem Make-up machen oder mit ihren Kleidern. Ich lieb's einfach. Aber dieses Steinchen, bitte niemals auf. Niemals. Boah. Lol, hier oben stehen ja Roboter, also so Roboter, sehe ich ja jetzt erst. Boah, muss ehrlich sagen, von denen, wie viel hatten wir jetzt? 5, ne? Wir sind bei 20? Warte. Jetzt bei 19, oder nicht? Number 18. 18 sogar schon. Alter Lachs, ey. Ich glaube, 3 Songs? 4 Songs? 4 Songs kannte ich, glaube ich, jetzt davon, ne? Aber dieses Whitestyle-Ding hier,
Bro, ich hab das erste Mal gehört und ich hab direkt Druck in der Brust gehabt. So direkt dieses, okay, lass mich einen schlechten Tag haben. So, ne, dass ich sowieso so irgendwie so schnell den Trainer bin, weil irgendwie, weißt du nicht, ist manchmal einfach so. Wäre direkt alles rausgeschossen gekommen. Hilfe. Einfach weil das so ein wundervoller Sound ist da. Wow. Our Church, 18. Okay. Okay. Also ich finde, Our Church ist ein Riesenhit, ne? Wenn du überlegst, oder wenn man überlegt, wie oft der gespielt wird und so. Okay. To every owner of an orange heart, know that nothing shall tear it apart. Was When ein the world Banger. will try to divide us, then this music will reunite us. May the heavens be praised with our sound as we gather on holy ground, where the doors are open wide for the ones that have seen the light. This is our church. Wow. Hey, ich versau's mir jetzt selber, ne? Ich bin fasziniert davon und krieg die Crowd-Reaction ja nicht mit. Normal. That have seen the light. This is our church. Boah. Und das ist 18. Ja, klar. Boah, Hammer, ey. This is our church. Oh Mann, ey. Also, ich bin ganz ehrlich, ne, jetzt habe ich ein bisschen Schiss davor. Ich dachte, Our Church ist hier irgendwo. Holy shit, was kommen da für Songs, die ich noch nicht gehört habe? Weil, also für mich persönlich, Our Church ist, boah, Top 5? Bestimmt. Also Top 10 auf jeden Fall. Boah, das ist crazy. Aber auch wieder geil zu sehen, ne? Wer hat's mitbekommen, dass hier wo die Funken rausgesprüht sind, dass hier kein Funken rauskam? Ich weiß, manche fucken sich darüber ab, aber für mich ist es immer so ein kleines, weiß ich nicht. Ich finde es nicht schlimm, so, weil es halt immer so zeigt, okay, es ist menschlich. Es ist okay, Fehler zu machen. Oder wenn Fehler passieren. Kannst du eh nicht verändern. Number 17. Holy shit. Insane structures. Junge! Es ist der Goat! Ich wollte doch gerade sagen. Creatures, Oh, Junge. technological elements, trashed surroundings, Alleine diese fucking Namen, ne? Headhunters, Whitestyles, Noise Controllers. Bro, was eine Anthem Defcon 1 2012 hatte. Oh. absurd features. This is a world not seen before. A world only existing in books Hammer. and tales. A world where the insane have the truth. Ey, wie A place cool. of freaks and a kingdom of maniacs. This is the world we know best. The world of madness.
muss aber auch ehrlich sagen, ne, dass erstens, dass sie die sowieso ja krönen, dass die in der Top 25 sind, ist geil. Dann, dass jeder so sein eigenes Theme kriegt, von der Bühne her, Lichtershow, auch geil. Und, dass sie halt so noch mal ein bisschen mehr gefeiert werden mit diesen Konfetti oder diesen, wie heißen die langen Dinger? Sind das Luftschlangen? Keine Ahnung. Finde ich geil. Ey, 20 Minuten drin, ey, und ich habe jetzt schon, also, mir kommt's gleich so rausgeschossen, ey. Number 16. X-Team. Holy shit! Habe ich dazu schon eine Reaction gemacht? Wenn nicht, die wird irgendwann kommen. Oh, ich meine wohl sogar, boah, einer der geilsten Songs überhaupt. Get out of my way. Put him up. Tap, tap, tap. Come on. This is what we call Q-Dance Paradise. Q-Dance Paradise. Oh, ich wusste es, ey. Boah, meine Fresse, ey. Ich muss ehrlich sagen, ey, ich versuche mich noch ein bisschen zusammenzureißen, ey. Weil, ich weiß nicht, ob man das jetzt checkt oder so, ne? Aber diese Songs, die sind einfach so geil. Alleine vom Sound her. Aber ich finde, die haben auch irgendwie so geile Emotions drin, gerade wenn du da irgendwelche geilen Erinnerungen drin hast oder die so einen Sound haben, die irgendwie Erinnerungen wieder wachrütteln. So wie hier halt Lost in Paradise. Das ist so ein geisteskrank geiler Track. Boah, jedes Mal, wenn dann, ne, die ganze Zeit so dieser geile Sound ist, alles gut, so, da merke ich schon, wie alles hochkommt. Ich denke, man hat es auch gerade gemerkt. Aber wenn dann dieser Gesang da wieder zukommt, Bro. Oh. Wahnsinnig. Puh. Holy shit. Da muss ich halt wirklich sagen, ne, an diesen Hardstyle liebe ich einfach, wegen diesem geilen Rhythmus, den du da drin hast. With eyes projecting everything, Wow. telling all we seek to share. Believe in our ability, and thus Ist das nicht ein bisschen weit links? destroy.
Ich lieb's, ey. Oh, geil. Ich find's so geil, ne, wie das Ding geschnitten ist. Diese Filter, die da drauf sind, diese Übergänge, dass du ab und zu, ne, so leicht die Menschen da durchschimmern siehst, dass du generell die ganzen Leute siehst, wie die dazu ausrasten, ist nochmal verrückter. Boah. Bro, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte und ich bin geflasht. Ich finde, du merkst fast gar nicht, dass das eine Top 25 ist. Es ist einfach geile Tracks, aber es ist auch geil aufgesplittet bis hierhin, oder? Aber liegt auch wahrscheinlich nur daran, dass es meisten Tracks sind. Number 14. Unleash the power of the mind. Das ist so verrückt. 2007? Holy shit. It is sleeping within all of you. A force seldom awakened. It is known through ancient prophecy, undiscoverable by modern science. The intention of our minds, it is powerful. And a curse. Das ist so verrückt, ne? The power of the mind. Wow! Oh, wie geil, ey. Ich muss wirklich sagen, ne, dieses 2007 hat mich gerade so ein bisschen auseinandergenommen, ne? Daran merke ich halt selber erst, wie lange Hedy einfach schon in diesem Game ist. Und für mich wird er es immer bleiben, ne? Also, ne, ob er retired oder nicht, das ist mir so relativ egal. Bro, der Mann sieht auch immer noch aus wie fucking 25 oder so, Mann. Das ist so krass, ey. So, wenn du dir den heute anguckst, denkst du so, ja, okay, der ist 25, der macht das seit ein paar Jahren, okay. Bro, 2007. Junge, das ist so verrückt. Number 13. The years went by and we lost sight of the guys back then. We used to rule the night, and still I never will forget or will regret those times that we had. We were the kings of night as we stood side by side. We used to rock the place until the early light. I remember how we sang along to every song. Those times they are gone, but still I feel I miss those days we spent together. Yeah, yeah, yeah. Sometimes I wish I could turn back time and be there once again. And in my head I see the pictures of how we used to be. So one thing will remain, 'cause I still have the memories of those days. We were young, living for the moment, never think about tomorrow. Oh, jetzt, ja. Living for the music, untouchable 'cause we were set together as one. We were strong, depending on each
Aber man muss ja wirklich sagen, ne, bei den ganzen älteren Tracks, die benutzen alle diese ähnlichen Kicks, ne? Also diese Kicks, die wir jetzt gerade hören. Und ich finde es halt geil, so dass das halt durchging. So, allen war das Gefühl scheißegal, so, ey, benutzt du auch, mach dein Tempo, mach dies, vielleicht änderst du da ein bisschen was, keine Ahnung. Haust da deine eigene Melodie drüber, fertig, Booms aus, Ende. Das ist so geil. Heute ist ja wirklich, zack, wer macht die krasseren Kicks, wer macht da, wer macht dies. Was ja auch cool ist, gar keine Frage, ne? Ich will das nie so schmälern, aber ich find's halt auch geil, so, wenn du halt so siehst, okay, so, du hast irgendwo so ein bisschen das Gleiche. Natürlich nicht immer, aber hier bei den Tracks gefällt mir das auf jeden Fall. Jetzt. Also wir sind bei 12. Also jetzt gleich muss das doch mal ein bisschen, müssen die ganzen Songs doch länger sein, oder nicht? Wow. Crazy, wie oft Sub-Zero auch dabei ist. Das wundert mich. Für mich sind die halt immer noch neu, ne? Das ist halt so das Schlimme, obwohl die ja auch schon sehr lange dabei sind. Was? Dass Darkest Hour dabei ist? Krass. Ich meine, ne, nicht falsch verstehen, ist ein mega geiler Song, aber krass. When the hymns strike midnight, it will start the darkest hour of the clock. When only Wie man ab und zu auch die Crowd hört, ne, das ist so geil. hell hunts you down. Your time has come, there's no way out. The darkest hour of the clock. Boah. So ein mies guter Track, ne? Was heißt gut? Geil. Geiler Track. Ich muss halt wirklich sagen, ich liebe diese Hardstyle-Fans, ne? Also Real Talk, ich liebe die Hardstyle-Fans. Klar, bei anderen Musikrichtungen ist es auch so, ne? Dieses mit der Zeit ändert sich ja so immer die Musikrichtung. Das ist einfach so. Aber in vielen Musikrichtungen heißt es dann, ja, früher war das besser, dies besser, bla bla bla. Gefühlt beim Hardstyle hast du das nicht. Guck dir mal die Leute an. Die drehen durch zu einem 2007er Banger von Hardstyle. Von 2007er Banger von Headhunters. Rasten jetzt hier total aus. Bro, das ist so geil. Das liebe ich einfach. So, natürlich, manchmal sind Songs halt von früher ein bisschen geiler als die von heute, wenn ihm was Neues released wird, gar keine Frage. Aber diese Aussage geht mir so auf den Sack langsam mit diesen, ja, früher war das viel geiler oder heute ist das viel geiler. Ja, ist doch schön für dich, aber Bro, es ist trotzdem die gleiche, so gesehen die gleiche Musik, es ist doch trotzdem geil. Immer diese Schwanzvergleiche ziehen, macht langsam so keinen Bock mehr. Ich verstehe gar nicht, wie die ganzen Menschen das heutzutage immer noch machen wollen. So, irgendwann muss das doch mal außer Mode sein, dass dieses Schwanzvergleichen, dieses, oh, das ist geiler, dies ist geiler, das, was du hörst, ist nicht so geil, sondern das, was ich höre, ist viel geiler. Bro,
Warum? Ich check das einfach nicht. Und ich finde, hier siehst du das richtig geil. Das juckt keinen. Und so soll es ja auch sein. So, du kannst zu Bangern von 2007, 2012, 2020 und vielleicht auch in 2050 hoffentlich genau gleich abgehen. Alter, der hatte ja voll nicht auf dem Schirm. Boah. Boah, hört euch mal an, wie laut die Crowd auf einmal. Na, du hörst ja alle mitreden gefühlt. So, klar, man hört sie ab und zu so, weil du merkst, okay, ne, die Leute feiern's. Aber hier merkst du schon, wir sind in der Top 10. Einfach den ganzen Text mitsingen. Wir waren noch nicht mal in der Top 10. Ach du Scheiße, wir waren ja noch gar nicht in der Top 10. Aua, ist eine Bein geschossen. Okay. Ach du Scheiße. Oh, also das ist halt wirklich so dieses, dass die nicht in der Top 10 sind. Krass, dass das nicht in der Top 10 ist. Krass, dass das nicht in der Top 5 ist. Und du denkst dir dann, hörst du immer mehr die Tracks und denkst dir so, gut, okay, kann ich irgendwo verstehen. Okay, kann ich verstehen. I would like to dedicate this next song to one of the greatest sound guys out there that sadly passed away from us 3 days ago. Holy shit, Digga. Rest in Peace. Aber, also, davon mal abgesehen, ich kenne die Leute, weißt du, Nasty Boys sagt mir gar nichts, ne? Und das meine ich, guckt euch das mal an. Boah. Ich finde, das ist so krass, was die daraus so immer, ne? Ich finde das immer schön. This man was a dear cute ass friend. One of the greatest sound technicians out there. But above all, a beautiful human being. That has been. Das ist verrückt. Das müssen wir uns nochmal ganz geben. Das hittet anders hart. Oh, ich kenne die Gefühl gar nicht. Oder ne, ich kenne die gar nicht. Und mir sogar. Wow. That sadly passed away from us 3 days ago. This man was a dear cute ass friend. One of the greatest sound technicians out there. But above all, a beautiful human being that has been taken away from us too fucking soon. His name was Niels van Smeerdijk. Niels
Nils, wherever you are, this one's for you. Wahnsinn, ey. Wherever you are, Nils, we love you forever. Wahnsinn, ey. Bro, ich dachte, das wäre eine Puppe. Das macht das alles noch viel verrückter, ne? Das macht das wirklich noch viel verrückter. Somewhere out there in the vast nothingness of space. Gut. Meine Fresse, also dass der Mann mein Lieblings-DJ ist, das war Fügung, das war Fügung. Das ist ja das Geilste überhaupt. Wenn du mit Headhunters in diese Szene reinkommst, das ist Fügung. Das ist das Geilste überhaupt. Das ist ja verrückt. Der Typ ist der größte Motherfucker überhaupt. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist so. Somewhere far away in space and time. Ach, Eddie, ey. Staring upward at the gleaming stars in the obsidian sky. Oh, crazy. Small island. Crazy. Wie heißt das? Kontaktlinsen. Crazy. Hammer. Kontaktlinsen? Auch immer so ein Ding. Ich war auch schon mal am Überlegen, ob ich mich hier immer hinsetze und immer und andere Kontaktlinsen reinmache. Aber ich glaube bei mir, also, das fällt wohl auf, aber ich glaube nicht bei diesem kleinen Video hier. Marooned on a small island in an endless sea. Confined to a tiny spit of sand. Unable to escape. But tonight, on this small planet, In Harlem, on Earth, In Holland. we're gonna rock civilization. Somewhere out there in the vast nothingness of space.
ist aber auch mega geil, ne? Q-Dance, die kann ganz einfach ihr Zeichen machen. Die machen einfach so. Wie cool ist das? Das ist voll geil eigentlich. Mann, und ich denke mir irgendwas aus mit meinen O3, ey. Oh mein Gott. Ja, doch. 8? Ja, ja. Boah. Ich glaube, am Ende mache ich auch noch eine Top 25. Ich glaube, ich lasse es lieber, aber. Also, 8 auf jeden Fall. Hammer. Ich wär sauer geworden, hätte ich da kein Klatschen von den Leuten gehört, ne? Aber war das immer so soft? Ich hatte das irgendwie, also dass der Bass und die Kicks ein bisschen mehr ballern im Kopf. Holy shit, Mann, bin ich infiziert, ey. Number 7. Oh, ist das geil gemacht, ey. Hör auf, Mann, jetzt langsam. Auch 2009, ey. In a world where waste rules the earth, evolution brings forth a new form of hybrid life, created out of used materials. A diversity of scrap monsters take over. DEFCON 1, a whole new taste. By men, they are chased. Red skin, black eyes, blue blood, silver teeth, green wings, brown claws, purple tail, gray hair, orange heart. Ah, ich dachte der Witcher. Holy shit, ey. Number 6. Boah,
Also bei manchen Tracks ist halt wirklich, also check ich halt nicht, wie die halt so, wenn du wirklich nach den Zahlen gehst, ne, eigentlich kannst du ja wirklich sagen, scheiß auf Top 25, ne, dass der eine höher gerankt ist als der andere. Es sind alles so fucking Legenden-Tracks. Wahnsinn. Ah, yeah, 1, 2, 1, 2. Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high price tickets, but in the end it's all worth it. I like to live in my own world. Fuck regular life, fuck a 9-to-5 job. I'm told to enjoy every moment, every hour, every minute. That's what I do on Fridays. Natürlich ist das Ding hochgerankt, also 100%. Jeder kann dazu relaten, jeder, der Hardstyle liebt, hat genau, also muss ja jetzt nicht Drogen nehmen und so ein Quatsch, ne, oder whatsoever. Aber du kannst halt so krass relaten dazu und ich meine, ich höre den Song jetzt auch zum 3. Mal oder so, aber es ist halt einfach, du kannst relaten und das brennt sich direkt ins Herz. Why should I take life so seriously? I just want to do what I like to do, be it far from reality, cause I can't stand society. It's my own world, I just want to hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go. Ich muss ehrlich sagen, ne, mal wieder ein fettes Shoutout an die ganzen Motherfucker, die sich jedes Mal irgendwie eine Bühnenpräsenz, ne, die sich alles da ausdenken, die mit der Bühne und so zu tun haben. Ob es Lichter, Pyrotechnik, Aufbau, whatsoever ist. Aber gerade hier, Junge, was sie hier abgerissen haben, ist so verrückt. Wahnsinn. Boah. Ich muss halt ehrlich sagen, ich hatte die Keys gar nicht so in Erinnerung. Das ballert gut, ey. Aber das hat auch irgendwie so einen ikonischen Dinges, ne? Also du hörst das und du bist direkt drin, finde ich. Natürlich. Wow, what the fuck? Crazy. Wie cool ist denn das? Ist aber nicht editiert jetzt, ne? Sonst wäre es ein bisschen peinlich. Das sieht crazy geil aus. Hilfe. Wow. Okay. Bro, erstmal so ein verdienter 5. Platz. 100 Pro? Also, Bro, Brandon Hart, White Styles, Lose My Mind, genau. Warum wollte ich Myself sagen? Lose My Mind, crazy Track. Aber Hilfe, dann kommt die auch noch um die Ecke. Er. Oh, er. Sorry. Heb die Schere. Sag mal einfach die Person. Lose my mind.
A thick, white beam of light smashes a disco ball. Oh, also das ist krass, ne, dass die auch ein paar mehr Songs gemacht haben. Halt mega geil. Into 1,000 pretty pieces. Holy shit. Heißt ja nicht, dass das Gitter schon auseinanderfährt und das geil aussieht, ne? Aber das sieht auch cool aus. What the fuck? Ja, wie cool. Tonight, Das kommt mir doch bekannt vor. 1,000 bouncing souls packed into the moment. Also irgendwie kam mir die Melodie jetzt voll bekannt vor. Also sonst sagt mir der Track halt nichts. Ist halt ist ein sehr geiler Track, gar keine Frage, aber dafür, dass es so weit oben gerankt ist? The heavy sky splits open. Time floats frozen. Tonight, the stars ignite like fireflies. Tonight is burning a hole in the sky. Tonight is beaming. Put that shit together. Come on. Don't do it for yourself. Do it for the big orange cube inside of you. Do it for the big orange cube inside of you. Do it. Tonight, Ja, okay, doch. Ich kann's verstehen, ich kann's verstehen. Oh, das ist ein geiler Track, ey. Das erste Mal, dass ich den gehört habe, aber ich kann total verstehen, warum er auf 4 ist. Hammer. Aber dann, ich finde, du merkst halt wirklich, ne, die 20 Jahre Q-Dance bei der Top 25, du merkst halt, welche Songs oder warum die Songs halt so hoch gerankt sind, finde ich. So, weil die alle irgendwie so dieses, du hörst die das erste Mal und du hast direkt so ein geiles Feeling. Und bei manchen könntest du direkt losheulen, das ist Wahnsinn, oder? Du könntest direkt losfeiern, losschreien, freuen, was auch immer. Das ist Wahnsinn. Und das dann noch ein bisschen, du brauchst ja nur eine kleine Erinnerung dafür und das ist ein Riesending. Aber das sind alles Tracks, wo jeder direkt krasse Erinnerungen zu hat. Wow. Ich finde das so faszinierend, ne? Dass es so Menschen da draußen gibt, die das hinbekommen. Die sich zu Hause hinsetzen oder in einem Studio mit einem Keyboard oder whatsoever, wie die ganzen Sachen da heißen, sich da stundenlang hinsetzen und solche Songs kreieren können. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Da, genau, das wollte ich jetzt sagen. Top 3, wir sind angekommen. Ich glaube jetzt. Oh, jetzt werden die, glaube ich, sogar ganz abgespielt, so wie es aussieht, ne? Aber ich glaube jetzt. Top 3. Ich glaube, ich kenne da keinen einzigen Song von. Kann ich mir irgendwie nicht.
Also, bin ich ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja so gesehen ja auch ein bisschen neuer noch. Aber diese ganzen krassen Dinger, wo ich gedacht habe, okay, die werden Top 5, Top 3 sein, die sind schon gefühlt raus. Außer einen Track vielleicht noch. Aber ich weiß auch nicht gerade, wie der heißt. Phase 1. The seed is planted when opposites attract. Can you dig it? It takes the physical to create the physical. Phase 2. The flower blossoms through what seems to be a concrete surface, i.e., greed, racism, insanity, physical and social handicaps. These are the things that mold the flower. Red rose or black rose, no in between. Phase 3, the judgment. If it were to fall upon you today, which flower would you be? The red rose or the black? Shit, wie hört sich das denn an, ey? Boah, das ist so krass. Wow. Ey, das ist einfach nur, dass dieser Laser sich aufsplittet und groß wird. Und es sieht so fucking geil aus. Geil. Oh, coole Melodie, ey. Also im Hintergrund, ne, dieses Hammer. Number 2. B2 Bro. Hä? Warte mal. B2. Habe ich irgendwas verpasst? Kommt mir bekannt vor. Das ist schon mal. Da kann mich ja schon mal ein bisschen drüber freuen. Ne, kommt mir bekannt vor. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, dass D-Block und Estefan so lange schon dabei sind. Ich meine, ich habe das ja beim Spotlight von DEFCON 2025 natürlich mitbekommen, ne, dass die auch schon 20 Jahre dabei sind, wenn ich es jetzt richtig habe. Auf jeden Fall auch eine verdammt lange Zeit dabei sind. Das ist so krass, ne, das finde ich auch irgendwie so cool, wenn du neu reinkommst so, du hörst die, lernst immer mehr Leute kennen und du bist halt so, ja okay, dadurch, dass du neu drin bist, die machen das noch gar nicht so lange. Ja, am Arsch. Eddie so lange, D-Block Estefan so lange, oder? Oh, cool.
Das ist aber echt ein geiler Track, ey. Ja, verstehe auch, warum er auf Platz 2 ist. Bin ich ganz ehrlich. Klar, da muss ich aber auch ehrlich sagen, ne, ich hätte vielleicht was anderes auf Platz 2 gesehen, aber das ist halt, weil ich bei den anderen Songs, erstens, weil ich die kenne und halt auch so ein anderes Feeling drin habe. Ne, also so, was ich ja vorhin die ganze Zeit meinte mit so, ja, okay, du hast dann ne, direkt dieses Gefühl, dass irgendwas in dir hochkommt und raus muss. Bei dem habe ich das jetzt noch nicht so ganz, aber irgendwas macht er mit dir. Irgendwas macht er mit dir. Also ich kann verstehen, warum er auf 2 ist, warum viele den feiern. Also wie gesagt, also dass das Ding ja 10 Minuten lang geht, die Nummer 1, das würde mich wundern. Oder die bauen das natürlich jetzt extrem auf, ne? 24 blazing tracks that secure. Facts, crazy. Also bis hierhin geile Tracks, wahnsinnige Tracks. Glaub, eine Handvoll am Ende war es jetzt, ne, die ich nicht kannte. Wow. Ey. Manche hätte ich vielleicht anders gerankt. Ne, nach meinem Geschmack ist ja klar. Ich glaube, das mache ich am Ende. Habe ich das hier noch offen? Editor, ja. Am Ende mache ich eine Top 3. With their eternal so. fame. But now, the reveal of the #1 hardstyle track. Jetzt bin ich gespannt, ey. This track touched millions of people all over the world and reached far beyond borders. It invites us to unite and be one. Das Witzige ist ja auch, ne, du stehst da, hast wahrscheinlich selber gewotet und du bist so, okay, was ist noch über? Welcher kann es sein? Oh, vielleicht, hoffentlich ist es der. Das ist ja auch so ein kleines Glücksspiel irgendwie, ne? This is #1. Dann zeig mal. JDX featuring Sarah Maria. Live the moment. Der Name sagt mir was. Aber JDX? The present as a whole. Let regret live alone. Also ich will ja dann nicht sagen, dass ich direkt Gänsehaut kriege, aber okay. Holy shit. Seize the day. Let love lead the way. Live the moment. Live free. Life is changing fast. Seize the moment. Seize the day. Life is changing fast. Sag ganz ehrlich, wunderschönes Bild dazu, ne? Gibt das richtig gut wieder irgendwie. Weil ich finde, das hat so ein bisschen dieses. Oh, wie hieß dieser eine Film da? Oh, ne, der läuft, glaube ich, auch dann am Ende irgendwie durch so ein Weizenfeld so. Und irgendwie die Familie war da oder irgendwie sowas. Ne, oder ne, die Mutter und ein Kind wurde getötet am Anfang oder irgendwie so. Ich glaube, viele von euch wissen, welchen Ding ich meine. Und dann läuft er durch so ein Weizenfeld. Und da ist auch so ein richtig geiler Track. Ist auch so ein, weiß gar nicht, so Römer-Ding oder so, Römerzeit oder so. Gladiator oder so. War das nicht sogar Gladiator? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geisteskrankes Feeling, wie er da durchläuft und diese Musik ist. Und genauso was Ähnliches ist hier auch, finde ich. Du hast direkt Gänsehaut bei dieser wunderschönen Stimme. Wow. Wie die am Singen ist. Und dann dieses Bild dazu. Oh.
The message in this track is powerful. It's telling us that we are not perfect, you and I. Jede We don't Willen. claim to be. So forget about what you did yesterday. Forget about what you're gonna do tomorrow. Because right now is the only thing that matters. Ich liebe solche Ansprachen, weil es halt real ist, ne? Ich weiß, es wird ja gerade in der, ne, es wird ja immer mehr so durch die ganzen Coaches und was es alles nicht gibt, ne? Ja, du musst das und das machen, damit du das geilste Leben hast und whatsoever. Sind wir doch ehrlich, wenn du ganze Zeit in der Vergangenheit hängst, geht's dir scheiße. Wenn du ganze Zeit in der Zukunft hängst, geht's dir scheiße. So, ne, wenn du ganze Zeit am Arbeiten bist oder die ganze Zeit Gedanken machst über die Zukunft, kannst du die Zukunft gefühlt vergessen, weil es meistens eh nie so kommen wird, wie es kommt. So, oder wie du es dir wünschst. Es kommt immer, wie es kommt. Fertig, Punkt, aus Ende. In der Vergangenheit, ey, Fehler passieren, Fehler wurden gemacht, fertig, aus Ende. Natürlich ist jetzt groß geredet von mir, ist aber bei mir selber, ich hab's auch. Ne? Man denkt über die Vergangenheit nach, vielleicht da was anderes gemacht, da vielleicht eine andere Person irgendwie anders behandelt. Aber am Ende des Tages, natürlich drüber nachdenken ist, glaube ich, auch ganz gut so, ne? Damit man seine Fehler irgendwie vielleicht im Kopf hält oder auch vielleicht seine Zukunftspläne so ein bisschen im Kopf behält. Aber nicht 100% darauf geben, sondern wirklich vielleicht so 10% und die anderen 90% klopfst du halt wirklich in den Tag von heute rein. Und ja, lebst einfach. Mach das, worauf du Bock hast. Wenn es das ist, was dir vielleicht sogar eine richtig geile Zukunft schenken kann, ja, okay, ist ja okay. Wenn du am Wochenende sagst, ey, heute knipse ich mir einfach mal die Batterie ab, sauf mir ein, hab richtig Spaß mit meiner Clique, mit meinen Freunden, geh in den Club, hab da richtig Spaß, mach es. Wenn du sagst, ey, ne, ich bin nicht so ein Mensch, ich bin lieber auf der Couch, ne, will ein bisschen ruhiger am Wochenende, mach es. Mach das, worauf du Bock hast, mach es in Ruhe, ne, mach dein Ding, aber Hauptsache, du machst es mit voller Überzeugung, so finde ich. So, ne, du hast da Bock drauf, du hast da Spaß dran und fertig ist. Diese Scheiße von wegen, ja, hier, du musst dies und das machen, damit du ein erfülltes Leben hast. Vielleicht trifft das für 5% der Leute zu, die sich das jemals angucken. Aber, also, ne, diese Sprüche da. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind doch alle eigentlich irgendwo unterschiedlich. Alle wollen irgendwo man selbst sein, aber vergleicht sich irgendwo mit anderen und wird dadurch irgendwie gleich, was dann auch wieder gegeneinander läuft, was gar keinen Sinn macht. Deswegen, lass doch einfach einfach unser Leben leben, lass doch einfach Spaß haben, im Today leben. Wenn jemand mal was anderes macht als du, ja, dann lass ihn machen, scheiß drauf. Wenn du dich darüber aufregst, vielleicht für dich selber, vielleicht mit Freunden kurz, fertig, aber mach da nicht so ein riesen Ding draus. So, natürlich gibt es irgendwo immer Leute, die dann ein Ding rausmachen und sagen, ja, okay, das gefällt mir jetzt aber nicht an dir und dies und jenes. Ja, okay, gut. Wenn das so ist, unsere Wege müssen nicht zusammenlaufen. So, es gibt tausende Wege, wenn nicht sogar Millionen Wege für jeden Menschen da draußen. Und ob man den jetzt mit einem zusammenläuft oder mit einem anderen oder vielleicht alleine, juckt doch am Ende gar keinen. So, lass doch einfach in das Leben leben, worauf man Bock hat und fertig ist. Natürlich muss man da aber auch ehrlich sein, arbeiten müssen wir trotzdem alle. Ganz einfach. Arbeiten müssen wir trotzdem alle. Ob man jetzt den Job macht, den man unbedingt machen wollte, ob man jetzt vielleicht einen Job macht, den man jetzt einfach jetzt gerade zum Zweck macht oder whatsoever, ist dann halt mal so. Einfach in den sauren Apfel beißen, dann macht ihr halt für diese 8 Stunden oder whatsoever diese Scheiße in dem Sinne und dann macht ihr einfach da, worauf ihr Bock habt. Ob es euer Haus bauen ist, euer Haus instand halten, euer Garten, ne, ja, so viele Sachen, ne, Musik hören, so, ich zum Beispiel Musik hören, meine Reactions, so, ich mach das einfach, weil es mir extrem Spaß macht, ich denke, man merkt es auch, aber weil es mir extrem Spaß macht und das ist das, worauf es ankommt.
Wenn du Bock hast, dir, ne, nach dem Feierabend und am Wochenende in deinem Garten dir alles zurechtzurichten und da was Neues zu machen und dies so Neues zu bauen, whatsoever, go for it. Warum denn nicht? Aber macht nicht den Fehler, und da bin ich ganz ehrlich, legt euch nicht einfach ins Bett und lasst das Leben an euch vorbeiziehen. Mach ich auch Tage, also es gab schon ein Jahr lang, wo ich das gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Und es gibt auch immer mal wieder Tage, aber quält euch ein bisschen raus und lebt einfach. Und auch wenn es nur irgendwie eine Kleinigkeit ist, setzt euch raus, guckt euch ein bisschen in den Himmel an und philosophiert, hört Musik und fertig ist. Jetzt aber weiter. Wahnsinn, was dieser Song gerade aus mir rausgeholt hat, ne? Und Villain mit seinem Spruch, Wahnsinn. Hammer, ey. Warte mal. Habe ich irgendwas verpasst? Hing das... das Q-Dance hing doch erst so... Das hängt doch nicht die ganze Zeit schon da, oder? Halleluja. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber falls man die Säge hört, tut mir leid an der Stelle. Mein Nachbar ist draußen am Sägen. Ich hoffe, das hört man nicht so extrem. Hammer. Also Real Talk, was eine Sause, oder? Geile, also ich finde, das eine Top 25 würdig. Klar, viele, ne, es gibt Tracks, die man da vielleicht mehr gesehen hätte selber und wieder anders. Ne, ist ja gleich bei mir auch so. Ich werde gleich wirklich noch eine Top 3 machen. Scheißegal, ob wir 2 Stunden voll machen oder nicht. Aber mega geil. Mega geil. Was eine geile Veranstaltung, ehrlich. Ladies and gentlemen, Ja, warum muss das immer so traurig dann sein? today we celebrated 20 years of Q-Dance. 2 decades of dedication. An era of unity between music, artists, and the best crowd. Oh, what the fuck? Ich dachte, das wären normale Fontänen, aber da stehen ja Leute. World. You have been an endless source of inspiration. Together we shared some of the most beautiful moments in our lives. We owe our hearts, our respect, and our dedication completely to you. We will always stay true to the beat of the ever-pumping Orange Heart.
we will be forever young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop a bomb now? Boah. Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? Hammer. Hammer. This was dedicated. 20 years of Q-Dance. Have a safe trip home. And see you soon. Besser ist, dass sie sich auch mal küssen da. Auf fucking 100 Jahre mehr, Alter. Geil. Und noch was? Unbelievable is what you are, my dear Q-Dancers. Guckt euch das an, ey. Ganz egal, ob Frau, ob Mann, ob noch so ein harter Kerl. Ach, Mann, und das ist die Sache. Emotionen zeigen ist wichtig und richtig. Lasst die Scheiße raus. Geil. So from the bottom of my orange heart, I would like to say Du thank you. laberst aber Thank jetzt. you for 20 unbelievable, mind-blowing years. Thank you for your unstoppable dedication. Wow. Thank you for your unbelievable love that you put in this organization. Because I want you to remember this. Was? Guckt euch das an, ey. Without you, we ain't nothing. You are the reason why we do this. And we'll keep on doing this for the next 50 years up to come. Hammer. Wow, ey. Was ein Ende. Ey, ich find's krass. Ne, alle sind da so am Feiern und. Und du merkst halt bei Zephyr so. Wann war das jetzt? 19, ne? Ja, 20. So, das ist immer noch. Das ist so dieser kleine schüchterne Junge. Das ist so cool irgendwie auch, ne? Das spricht so für den. Das ist so cool irgendwie. So before we go, I want you to remember this. No matter what you represent, Oh, was für Legenden, from ey. hardcore to old school to hardstyle. No matter where you are from, we are Q-Dance, and we represent all harder styles in dance music as one. As motherfucking one. Thank you.
a Q-Dance event. Q-Dance. Hammer. Oh, Junge. Wie fucking laut war das, ey? Hammer. Hammer. Ey, Real Talk, was ne Entschuldigung. Wenn, dann nehmen wir das alles mit, ne? Was eine krasse Veranstaltung. Ey, Wahnsinn, was die da abgerissen haben. Lichtershow technisch. Jeder Track hat so sein eigenes Feeling nochmal gekriegt. Finde ich ja sowieso mega geil. Aber dass die das so geil verpackt haben, crazy. Ich finde es krass, wie es am Ende, wenn du überlegst, die ganzen Tracks so gut zusammengepasst haben. Da sieht man einfach, Hardstyle ist halt am Ende auch, ne, EDM an sich. Du kannst die Musik einfach so geil zusammenpacken und gerade Hardstyle, ey, das sind so viele, ja, doch unterschiedliche Tracks und trotzdem kannst du die so geil zusammenpacken und es hört sich so geil an. Wahnsinn, geile Emotionen, auch von den Menschen eingefangen. Hammer, ne, auch von der Lichtershow gemacht, geile Bühne. Crazy Tracks, was soll ich dazu sagen? Es ist verrückt. Das Ende noch, ne, das ist so, ne, mit einer schönen ne, Rede, dass du noch die wirklichen Emotionen von allen siehst, hammermäßig. Dass die Jungs dann noch alle rauskommen oder die ganze Person, Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr geiles Event. Ja, wer jetzt keinen Bock drauf hat, ne, ich mach noch eben eine kleine Top 3 hier hin, bin ich ganz ehrlich. Nochmal eben zum Ende. Wer jetzt da keinen Bock drauf hat, ne, kann schon abschalten, das ist einfach so. Aber wenn ihr abschaltet, dann bitte mit einem in den Kommentaren bitte eine Top 3 selber verfassen, ne, was von den 25 natürlich, ne? Also wirklich von, was ist denn das? Warum ist das so komisch? Von den 25 natürlich. Weil, ne, natürlich kann man jetzt so alles da reinschreiben, aber bitte von den 25 Euro Top 3, das würde mich extrem interessieren. Ja. Und für mich, bin ich ganz ehrlich, es gibt halt viele Tracks, ne, gerade auch Timeless, die mich auf einmal, ne, das erste Mal gehört und total abgeholt. Also Real Talk, mega geil abgeholt. Top 3 für mich halt schwierig. Muss ich ganz ehrlich jetzt so zum Ende hin sagen. Live the Moment, mies geiler Track, erste Mal gehört, mies abgeholt. Ne, kann ich alle verstehen, warum die Top 3 sind, Top 4 auch. Lose My Mind. Boah, ist eigentlich auch so crazy, ne? Den halte ich mal im Kopf. Showtag ist crazy. Ja, es sind alles so crazy gute Tracks. Aber ich glaube, ich gehe mit der 3 auf. Lost in Paradise? Ne, Lost in Paradise, ne. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Anders. Nochmal. Darkest Hour? Und, Junge, das ist ja voll schwierig. Okay, wir machen Top 5. Wir machen Top 5. Imaginary, Top 5. 4 gehe ich mit, boah, ist das schwierig, ey. 4 gehe ich mit Lose My Mind. Ne, 5 hat zweimal. Lose My Mind ist auch. Boah. Okay, machen wir Top 6. Top 6. Imaginary 6. Lose My Mind 5. Dann gehen wir auf 4 mit Motherfucking Darkest Hour. 3. Jetzt bin ich in der Top 3. So. Our Church, weil das Ding hörst du einfach jedes Mal, das ist halt im Kopf drin, ist für mich Top 3, ist schon fast ein bisschen tot gehört von mir.
Und jetzt ist das Ding. Die beiden Lost in Paradise und World of Madness sind die beiden, die sich bei mir von dem 25, vom Feeling her, von den Erinnerungen, die mir direkt durchgeballert werden, irgendwie am meisten abholen. Und obwohl Hedy mein Lieblings-DJ ist und mit der Kombination und White Styles und Nose Controllers eigentlich unschlagbar ist es für mich die 2. So, ich muss ehrlich sagen, Lost in Paradise ist für mich der schönste und geilste Track von den 25 jetzt hier. Wenn ich so drüber nachdenke, ich denke, man hat es auch gemerkt, wo ich den Song gehört habe, ey, da ist mir fast alles rausgeschossen. Ey, Lost in Paradise rüttet bei mir, keine Ahnung, irgendwas wach, ist für mich die Top 1. Ja. Gut, dann haben wir das da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War für mich auf jeden Fall mega geil. Schreibt mir gerne zum Ende nochmal wirklich eure Top 3 rein. Macht eine Top 6 draus. Top 10 ist, glaube ich, schon ein bisschen too much. Deswegen bin ich auch nicht auf Top 10 gegangen. Natürlich, es sind so viele Tracks drin, dass man könnte selber noch eine Top 25 daraus machen. Bloß das anders machen. Aber ich will auch nicht, dass ihr eure Gichthände irgendwie kaputt schreibt, ja. Ja, schreibt mir gerne das rein. Das würde mich sehr interessieren. Einfach um zu sehen, ne, wie wir alle ticken. Am Ende lieben wir alle Hardstyle. Das ist klar. Heißt, solltet ihr sehen, dass jemand eine andere Top 10 hat, eine Top 10, eine Top 5, Top 3 hat, schreibt ja nicht irgendwie drunter, ja, das ist geiler, dies ist geiler. Ne, mit so einer Scheiße fangen wir hier nicht an. Bin ich ganz ehrlich, Punkt aus Ende. Habe ich keinen Bock drauf und sehr wahrscheinlich lösche ich dann auch diese Kommentare, weil hier ist Positive Vibes. Ich will hier Spaß haben. Ich will hier, dass jeder Bock hat, hier zu sein, reinschreiben kann, was er will. Im guten Sinne natürlich. Und ja. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Haut mir einen Hashtag Top25, ganz locker, einen Top 25 rein, falls ihr es bis hierhin durchgeschaut habt, bis ihr also euch wirklich alles reingezogen habt. Dann danke ich euch nochmal viel mehr. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Big Content Sunday, wo ich ehrlich sagen muss, dass das, glaube ich, das krasseste und geilste Video ist, was ich bisher gemacht habe und wahrscheinlich gemacht habe. Ja. Sehen wir uns da wieder sonst bei einer anderen Reaction. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.